Berlin, Stadt der Gewitter, Stadt der Sünden, Stadt des Regens, zumindest jetzt. Es war ein typisches Berliner Sommergewitter, das das Durcheinander ankündigte, in das wir schlittern sollten. Denn der Sommer war noch nicht vorüber, als wir uns in folgender Situation wiederfanden. Wie waren wir in diese Situation geraten? Wie konnte es so weit kommen? Wir hatten ein nettes kleines Detektivbüro in Kreuzberg. Wir beschatteten untreue Ehemänner und rebellische Töchter. Und dann fiel der ganze Schlamassel an. Die Humboldt-Universität. Stefan, ist was Furchtbares passiert. Dein Redemanuskript für die Begrüßungsrede der neuen Studierenden ist gestohlen worden. Was ist das denn? Ich habe da so viel Arbeit rein investiert, was ich da alles sagen wollte. Also, liebe Studierende, herzlich willkommen an dieser wunderbaren Universität und unserer Fakultät, der Sprach- und Literaturwissenschaftlichen Fakultät. Wir freuen uns alle, dass Sie sich für uns entschieden haben und wollen Sie herzlich dabei unterstützen, Ihr Studium erfolgreich und mit Freude bei uns zu absolvieren. Ich hatte mir noch viel mehr ausgedacht. Also jetzt ist völlig klar, dienstliche Anweisung findet mein Manuskript wieder. Sonst kriege ich hier echt eine Krise. Okay. Scheller, könntest du mir einen Gefallen tun und in den Instituten nachfragen, ob sie Kontakte zu irgendwelchen Detektiven in der Stadt haben? Nein, es geht nicht um Abschreiben. Nein, es geht auch nicht um Mord. Es geht um das Wohlergehen unserer neuen Studierenden. Das Institut für klassische Philologie kennt einen Rex-Ödipus. Oder Ödipus Rex? Ja, aber da wissen wir ja eh schon, wer der Schuldige ist. Stimmt. Die Romanisten schlagen einen Jules Maigret vor. Zu grimmig. Es gibt auch noch einen Kurt Wallander, den das Nordeuropa-Institut vorgeschlagen hat. Hat er nicht Alzheimer? Kann sein. Jetzt wird's eng. Das Institut für deutsche Sprache und Linguistik kennt einen Ferdinand de Saussure. Genialer Zeichenleser. Aber damit werden die erste Messe sowieso noch genug gequält. Was ist denn mit dem Institut für deutsche Literatur? Die bieten ein Büro an, das heißt Emil und die Detektive. Zu jung. Und das Institut für Slawistik und Hungarologie? Die haben einen Fjodor, sagen wie Dostojewski. Der ist gerade nach Sibirien verbannt worden. Naja, und dann gibt es bei der Anglistik und Amerikanistik einen Kontakt zu einem Büro Sam Spades und Phyllis Marlowe. Die nehmen wir. Die haben auch den Malteser Falken gefunden. Hier sind wir nun. Wir werden gleich unbezahlbare Hinweise auf die Schuldigen erhalten. Professor Bindlingmeier, nehme ich an? Ja, Unterrichten Sie immer im gleichen Raum zu dieser Uhrzeit? ja, aber was gibt's denn? Gut. Dann hätten wir ein paar Fragen an Sie und Ihre Studierende. Wenn Sie gestatten. Wer seid ihr überhaupt? Sam Spades. Philipp Marlowe. Die großen Detektive. Es sind wichtige Dokumente aus dem Dekanat gestohlen worden. Nein. Es ist etwas Furchtbares passiert. Wichtige Dokumente sind aus dem Dekanat gestohlen worden. Oh nein, was?
Und jetzt sollen wir schuld sein? Hat jemand von euch zufälligerweise etwas oder jemanden Verdächtiges gesehen? Ich habe den Studiendekan da gesehen. War da nicht auch Frau Asmus, die Referentin für Internationales? Und jemand von der Wirtschaft. Ich habe die Bibliothekarin auch in der Nähe gesehen. Da war doch noch dieser Student von Gender Studies, nicht? Wir befragten zunächst die Studierenden, die ursprünglich bei der Begrüßungsveranstaltung mitwirken sollten. Was wollten Sie bei der Begrüßungsveranstaltung sagen? Um ehrlich zu sein, bin ich nur hier, um so ein paar Fragen zu beantworten, die die Studierenden vielleicht hätten. Zum Beispiel, was mache ich eigentlich, was gefällt mir gut an meinem Studiengang, ob ich vielleicht noch irgendwelche besonderen Momente hatte. Vor allem, um den neuen Studierenden zu zeigen, dass die Uni zwar erstmal sehr unübersichtlich wirkt und alles sehr verwirrend ist, aber wir als Studierendenschaft schon auch zusammenhalten. Also wenn man zu irgendwas Fragen hat, so Prüfungsordnungen oder auch allein, wo man Gebäude findet, halten auch irgendwie alle zusammen. Oder auch, ich habe es noch nie erlebt, dass ich um Notizen gebeten habe und die wurden mir nicht gegeben, um einfach das zu zeigen, dass man sich von der Uni nicht einschüchtern lassen muss. Das ist gut, das hier zu sein, dass es wirklich schön ist. Ich sollte über mein Studium bzw. meine Erfahrung in meinem Studium reden. Was studieren Sie und warum haben Sie sich für dieses Fach entschieden? Ich starte jetzt im kommenden Wintersemester 23/24 in den Master of Education für Französisch und Latein. Die Fächerkombi habe ich mir ausgesucht, weil ich mich total für Sprachwissenschaft interessiere und das total interessant finde, wie quasi sich irgendwann aus Latein und dann Varietäten quasi die romanischen Sprachen entwickelt haben. Und dann natürlich auf der anderen Seite möchte ich Lehrerin werden, weil ich mir nichts Schöneres vorstellen kann, als später mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten und die auf ihrem Lehr- und Lernweg zu begleiten und dann hoffentlich auch für meine Fächer zu begeistern. Ich bin momentan in meinem 2. Semester Amerikanistik im Master. Ich habe allerdings auch schon mein Englischstudium im Bachelor hier gemacht. Deutsch und Geschichte auf Lehramt. Ich studiere Russisch im Kernfach und Geschichte in meinem 2. Fach. Ich bin gerade fast fertig mit meinem 2. Semester. Genau, ja. Russisch ist meine Muttersprache und ich wollte ein bisschen mehr über sie erfahren. Und Geschichte kommt von meinem Vater so ein bisschen. Ich wollte schon als ganz kleines Kind Historikerin werden und deshalb hat sich das wohl verwirklicht. Was sind Ihre Lieblingsmomente im Studium? Lieblingseindrücke. Das Beste ist erstmal, wenn eine Klausur durch ist. Dann, weil man ja das Studienfach selber wählt und auch die Seminare dementsprechend wählen kann, was einen interessiert, hat man da, glaube ich, thematisch wirklich sehr viele Dinge, die einen interessieren und faszinieren. Ich habe im Studium wirklich so Augenöffnendes, so wenn man jetzt merkt, so wow, die Wortbedeutung kommt hier und dort her. Das sind natürlich tolle Sachen. Ja, ich mag es, wenn man in einen neuen Kurs kommt und noch erstmal nicht wirklich was versteht. Und irgendwann mit der Zeit kommt aber das Verständnis und man kommt so gut klar mit den Leuten, die da in den Seminaren oder also eher in den Seminaren sind. In meinem Studium sind es eher kleinere Gruppen, deshalb ist es noch mal sehr viel, das sind so kleine kuschelige Gruppen. Und genau, und dann versteht man immer mehr und dann irgendwann realisiert man, dass man den Stoff, den man in den Seminaren und Vorlesungen behandelt hat, dass man den irgendwann einfach auch im Alltag benutzt und irgendwelche Raumliteraturtheorien auf seinen Alltag anwendet. Und dann muss man sich immer so ein bisschen stoppen. Aber ja, das ist auf jeden Fall das, was ich sehr gerne mag. Entschuldigung, hätten Sie kurz Zeit? Please leave me alone with your mismanuscript. I have an exam trace. Einer meiner Lieblingsmomente, gerade für die Fächerkombination, die ich studiere,
Ja, da habe ich einfach das Glück, ganz oft in kleinen Seminargruppen zu sitzen oder in kleineren Seminargruppen, sodass auch einfach ein super persönliches Verhältnis zwischen den Studierenden als auch zwischen Dozierenden und Studierenden zustande kommt. Und einer der schönsten Momente ist es dann, wenn eigentlich anfangs alle so fremd im Raum sind und dann irgendwann während wir an den Themen arbeiten und miteinander diskutieren, einfach so ein Gruppengefühl entsteht und dann alles einfach manchmal wie so eine kleine Familie sich anfühlt. Ja. Ich finde den Amerikanistik-Studiengang so spannend, weil er ganz viele verschiedene Bereiche kombiniert, die mir alle liegen und die mich sehr interessieren. Zum Beispiel dieses Semester habe ich mehrere Seminare zu indigener Literatur, das finde ich ganz spannend. Wir haben auch ein Seminar zu Reality TV, das auch richtig vielen Leuten gut gefällt. Und einfach so viel aus verschiedenen Bereichen, was man in anderen Studiengängen, glaube ich, weniger hat. Gab es etwas, was Sie positiv überrascht hat? War etwas anders, als Sie erwartet haben? Also überrascht nicht wirklich. Ich würde sagen eher, es hat sich bestätigt und positiv entwickelt, weil ich hatte schon das Verständnis, wie so ein Studium aussehen würde, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das so sehr lieben würde, zu studieren. Ich glaube, im ersten Semester ist man noch relativ verloren, aber in meinem zweiten Semester habe ich auf jeden Fall verstanden, dass es wirklich das ist, was ich gerade brauche. Und vor allem, was ich auch sehr gerne mag, ist, dass ich bis jetzt wirklich alle Dozenten, die ich hatte, super hilfreich, super freundlich fand. Und es gibt auch einem nochmal dieses Selbstbewusste. Und was auch was vor allem am Studium auch sehr gut ist, ist, dass Disziplin und Selbstorganisation, Selbstständigkeit richtig gut fördert. Und das mag ich sehr gerne in meinem Studium. Was auch richtig gut ist, ist, dass die Profs und Dozis, also ich habe ja gesagt, man ist sehr gefordert und es ist sehr viel zu lesen, natürlich, Deutsch- und Geschichtsstudium, aber man merkt so, was einen wirklich interessiert und in welchen Bereichen man sich weiterbilden möchte oder wo man sich vertiefen möchte und welche Bereiche eher nicht so was für einen sind. Das ist auch etwas sehr Gutes. Ich muss sagen, die Gebäudeinstandhaltung funktioniert nur so mäßig, aber das hat ja eigentlich nichts mit der Fakultät selber zu tun. Wir hatten dieses Frühjahr zum Beispiel eine Exkursion nach New York, die fand ich super cool und ich denke, solche Sachen, ein bisschen Praxisorientierung könnte man auf jeden Fall öfter versuchen. Ja, also positiv überrascht hat mich tatsächlich, wie unkompliziert es ist, trotz des Studiengangs, in den man eingeschrieben ist, in andere Fächer mal reinzuschnuppern. Oder nebenbei, wenn man die Zeit hat, eine neue Sprache am Sprachenzentrum zu lernen oder mal einen ganz neuen Sport am Zentrum für Hochschulsport eben auszuprobieren. Und dann, wie gesagt, neue Freunde zu treffen, vielleicht neue Leidenschaften zu entdecken. Und das neben des Studiums eben noch. Man wird sehr gefordert an der Uni, das stimmt schon. Und man wird sehr gefordert, das ist sehr stressig. Aber auch die anderen Lehrenden haben ein Gefühl dafür, dass es sehr stressig wird. Und man kann mit allen immer sehr gut kommunizieren, man muss sich echt keinen Stress machen. Also macht euch auf keinen Fall keinen Stress. Sprecht mit euren KommilitonInnen, sprecht mit euren Dozierenden, mit euren Profs. Und dann funktioniert das alles. Also willkommen an der HU auf jeden Fall. Und Sie waren bestimmt in der Nähe des Büros des Dekans, als das Manuskript gestohlen wurde? Nee, ich glaube, ich war da gar nicht anwesend. Sie haben also nichts Verdächtiges gesehen? Nein. Da kann ich Ihnen leider überhaupt nicht weiterhelfen. Von den Studierenden erfahren wir von einem sagenumwobenen Forschungslabor in der Dorotheenstraße 65, wo auch die Mediathek ist, die Bibliothek der Slawistik und Hungarologie und der Romanistik. Auch die Prodekanin der Fakultät, Professor Knorrfähle, soll sich hier oft aufhalten. Aus diesem Grund müssen wir herausfinden, ob das Labor etwas mit dem gestohlenen Manuskript zu tun hat. Ja, bitte, hallo. Herr Lochfing, nehme Ja, ich das an. bin ich. Ja. Mir wurde erzählt, dass Sie hier ein geheimes Labor haben. Wir sind ein bisschen versteckt in dem Gebäude im Sprachenzentrum, aber so richtig geheim sollte das Labor eigentlich nicht sein.
Ja, wir sind das Zentrallabor von der Sprach- und Literaturwissenschaftlichen Fakultät. Würden Sie mir vielleicht kurz zeigen, was Sie da haben? Ich stelle Ihnen gerne mal das Labor vor. Kommen Sie einfach mal mit sehr rein schön. und ich zeige mal, was wir so alles haben. Mhm. Ja, also das Zentrallabor, das wird vor allem für die Linguistik verwendet. Hier haben wir verschiedene Kuben, wo wir unterschiedliche Experimente durchführen können. Spannend. Mhm. Also Manuskripte könnte man auch hier lesen lassen, jegliche Manuskripte. Manuskripte lesen lassen. Ja, Ähm, wenn sie im elektronischen Format sind. Die könnte man hier vorlesen lassen, ja. Sehr schön. Aber sagen Sie, Herr Lofing, gibt es hier eigentlich gestohlene Reden, Manuskripte? Nee, also wie Sie sehen, ist es hier relativ leer und Manuskripte, Reden, irgendwas Geheimes. Finden Sie es vielleicht in den Sammlungen der Bibliothek irgendwo. Aber wenn Sie sich trotzdem für das Labor interessieren oder für Linguistik im Allgemeinen, können Sie gerne zu einem von unseren Studien vorbeischauen. Herr Lofing, Sie erlauben mir meine professionelle Neugierde. Bitte? Dürfte ich das einmal ausprobieren? Gerne, das können wir testen. Danke. Ja, Was muss ich tun? Zunächst einmal müssen wir wissen, was ist denn Ihr dominantes Auge? Schauen Sie mehr mit dem rechten Auge oder mit dem linken oder mit beiden? Mit beiden. Detektive beiden? haben immer beide Augen offen. Nicht vielleicht ein Auge für bestimmte Aufgaben und ein Auge für andere? Vielleicht das rechte Auge. Vielleicht das rechte Auge. Wir haben hier immer einen Test, wo wir das rausfinden können. Wieder nichts. Am Ende würden sie uns noch zwingen, ein Studium aufzunehmen, um dieses verrückte Manuskript zu finden. Natürlich war ich in der Nähe des Büros des Dekans. Bin ja selber Teil des Dekanats, deshalb ist es kein Wunder, dass ich in der Nähe des Dekanats bin. Es ist nicht so überraschend, dass man mich mit Manuskripten in meiner Hand gesehen hat. Der preußische Beamte hat gerne Zettel in seiner Hand. Ja, ich würde nicht sagen, dass ich begeistert war von der Begrüßungsrede. Ich würde aber sagen, ich hätte sie selber etwas anders geschrieben. Na, ich hätte zum Beispiel den Studenten erklärt, dass es eine Webseite gibt aus dem Bereich Studium und Lehre, dass sie da schauen können, welche Prüfungsbüros es gibt und wann die Prüfungen sind, dass sie da Informationen bekommen, wo sie Leihcomputer ausleihen können, dass es da eine wunderschöne Diversity-Seite gibt. Das war alles in der Rede nicht drin, aber das ist ja kein Grund, sie zu stehlen. Frau Asmus, man hat Sie in der Nähe des Büros des Dekanats gesehen. Was hatten Sie denn da zu tun? Ja, ist ja auch kein Wunder, dass ich in der Nähe des Büros des Dekans war, weil ich bin Teil der Fakultät. Also ich arbeite hier an der Fakultät in der Verwaltung. Also ist völlig normal, dass ich da war. Wissen Sie irgendwas über den Verbleib des Manuskripts des Dekans für die Begrüßungsrede? Nein, weil ich weiß ich nicht, wo die ist. Keine Ahnung. Waren Sie denn zufrieden, wie die Begrüßungsveranstaltung für die Studierenden geplant war? Ja, grundsätzlich bin ich immer zufrieden mit dem Dekan, aber und auch mit der Veranstaltung. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass ein bisschen mehr zum Thema Internationales in der Rede vorkommt oder auch zum Thema Auslandsstudium. Aber sonst. Okay, also was zum Beispiel? Na, grundsätzlich finde ich schon, dass der Dekan hätte sagen können, dass mindestens einmal im Studium sollte jeder Studierende oder jede Studierende ins Ausland gehen. Über Erasmus gibt es sehr viele Möglichkeiten, innerhalb des Studiums einen Auslandsaufenthalt zu machen. Studierende können immer zu uns kommen, hier ins internationale Büro und sich beraten lassen. Wir haben über 80 Partnerschaften im europäischen Ausland. Das heißt, eigentlich findet auch jeder eine Möglichkeit, seine Wunschhochschule auszusuchen und in seinem Wunschfach oder in seinem Studienfach
Es gibt auch die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Kurzzeitaufenthalt zu machen, also wirklich nur für eine ganz kurze Zeit ins Ausland zu gehen. Sowas hätte ich mir schon gewünscht, dass der Dekan da vielleicht ein bisschen mehr dazu sagt. Was studieren Sie eigentlich? Amerikanistik und Gender Studies. Und was machen Sie hier gerade? Ich bin eigentlich nur zufällig hier. Also ich war bei der Mensa und dann bin ich vorbeigekommen. Wie fanden Sie eigentlich die Begrüßungsrede des Dekans? Also an sich voll gut, aber ich finde, man hätte mehr über Gender Studies reden können, weil es ist ein transdisziplinärer Studiengang und der ist einfach wichtig für alle Bereiche, in der Uni und auch außerhalb. Und ich habe das Gefühl, dass immer nicht genug darauf geachtet wird. Frau Fenske, man hat Sie in der Nähe des Büros des Dekans gesehen. Was haben Sie dort getan? Ich habe eine dringende Bestellung von Büchern abgeholt für die klassische Philologie. Wissen Sie denn irgendetwas über den Verbleib der Rede des Dekans? Nein. Aha. Waren Sie mit der geplanten Rede einverstanden? Naja, natürlich hätte es noch ein bisschen mehr zur Bibliothek sein können. Zum Beispiel, dass es zum Semesterbeginn Einführungsveranstaltungen für die Erstsemesterstudierenden gibt. Zum Beispiel haben wir auch während des Semesters eine Vielzahl von Schulungen zu Literaturverwaltung, Recherche, wissenschaftlichem Schreiben, was eine sehr gute Ergänzung fürs Studium ist. Die Bibliothek bietet auch viele verschiedene Arbeitsplätze, unter anderem buchbare Gruppenarbeitsräume oder auch einen Bereich digitale Lehre, der sich sehr gut für die Studierenden anbietet. Zudem haben wir eine Vielzahl von Beständen für die Literatur- und Sprachwissenschaften. Aber sollte es mal ein Buch für das Studium nicht geben, dann lässt sich immer einen Anschaffungsvorschlag machen, sodass Sie Ihr Buch auch zeitnah geliefert bekommen. Ansonsten fragen Sie uns immer gerne, was es in der Bibliothek gibt und wir helfen Ihnen immer gerne weiter. Was haben Sie eigentlich in der Nähe des Dekanats gemacht? Ein paar Räume weiter haben wir unsere Karaoke-Party stattfinden lassen. Wir mussten einfach ein paar Sachen hin und her räumen. Also wissen Sie nicht, wo die Begrüßungsrede sein könnte? Natürlich nicht. Ich bin selber hier Studentin. Warum sollte ich irgendwas für die Studierenden wegnehmen? Waren Sie eigentlich mit der Planung der Begrüßungsfeier zufrieden? War im Ganzen schon in Ordnung. Ich meine, es wird ja im Grunde jedes Jahr das Gleiche gesagt. Und wie jedes Jahr hätte man natürlich mehr über die Fachschaft sagen können. Und wofür setzt dich die Fachschaft ein? Wir sind dafür da, um Studierende zu betreuen. Wir helfen denen beim Ankommen erst die Woche, Stundenplanberatung. Wir machen Karaoke, Pubquiz. Wir sind der erste Anlaufpunkt für die neuen Studierenden und trotzdem wurden wir kaum erwähnt. Wir sind in allen Gremien bei uns am Institut vertreten, in der Fakultät vertreten. Wir kommunizieren Auge auf Auge mit den Professoren. Wir veranstalten Partys, wir veranstalten alles Mögliche an spaßigen Veranstaltungen. Wir sind quasi das Bindeglied zwischen Fakultät und Studierendenschaft. Also ich verstehe nicht, warum man uns da nicht mehr hervorhebt. Nachdem uns alle Spuren ins Nichts geführt haben, haben wir uns entschieden, in unsere Lieblingskneipe zu gehen. Auch Sie, neue Studierende, ich stoße auf Sie an. Das Leben ist wunderbar und manchmal auch ziemlich absurd. So bietet Ihnen diese Nachwuchsfilmcrew hier einfach mal einen Film noir zur Begrüßung an. Aber keine Sorge, es gibt an dieser Fakultät durchaus normale Menschen. Lassen Sie sich also nicht irritieren. Und Sie, junge Detektivinnen, forschen Sie schön weiter. Keine Bange, Miss Marlowe, Miss Bates. Am Ende kommt immer alles anders, als man denkt. Sag mal, Partner, habe ich das alles gerade geträumt? Den ganzen Fall. Alle in dieser Uni sind verdächtig. Außer dem Dekan. Alle fanatische WissenschaftlerInnen. Würden ihre Großmutter verkaufen für die Erstsemester. Total.
Weißt du, vielleicht ist es sowieso für alle besser, wenn das Manuskript jetzt weg ist. Ja. Anstatt können die neuen Studierenden einfach trinken gehen. Ist ja sowieso viel lustiger. Man würde aber schon gerne wissen, wer das blöde Manuskript gestohlen hat. Findest du nicht, Partner? Vielleicht sollten wir die Studierenden alle in die Kneipe einladen. Die Bibliothek! Was? Die letzte Szene muss in der Bibliothek sein. Was, die Bücher kann man nicht trinken? Was sollten sie da alle machen? Außerdem, was sollen wir sagen? Vielleicht war es doch der Dekan. Du meinst, er hat nie in Wirklichkeit eine Rede geschrieben oder was? Ja, typisch Profs. Lassen die Studierenden arbeiten? Es muss irgendjemand gewesen sein, dem diese ganze Schlamassel so diebisch Spaß macht. Natürlich wussten wir längst, wer die Schuldigen waren. Sie hatten uns die ganze Zeit beobachtet und gedacht, wir bemerken nichts. Aber nicht mit Sam Spades und Philip Marlowe. Ein seltsames Stay bestätigte unseren Verdacht. Dazu kommen wir gleich. Jedenfalls wurde das Wetter immer besser, je näher die Ankunft der neuen Erstsemester rückte. Es war, als wollte die Sonne sie begrüßen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind, oder fast alle. Herr Klepper, Frau Wenske, Frau Höfel, danke für Ihre nette E-Mail. Ihre Vorgesetzte hat sich also heute rein zufällig ins Ausland versetzt, was? Frau Neumeister, Frau Mein, es scheint, ein engagierter Dekan schreibt eine Willkommensrede für die neuen Studierenden. Was könnte alltäglicher, freundlicher, galanter und harmloser sein? Nichts! Und doch gibt es Neider, Nörgler, neunmal Kluge, die die Rede des Dekans verhindern wollen. Zum Beispiel Sie, Herr Studiendekan. Wussten Sie es nie besser, was in der Rede stehen soll? Wollten Sie nicht alle auf Ihre erbärmliche Webseiten hinweisen? Sie hatten das Motiv, Sie hatten die Gelegenheit. Und in Ihrem erbärmlichen Neid wollten Sie das Manuskript vernichten. Doch nein, die Ausdauer und den Mut hatten Sie gar nicht. Sie waren es nicht. Stattdessen haben Sie Ihren Ärger an Ihren Hilfskräften mit völlig absurden Aufträgen ausgelassen. Sie, Frau Höfel, und Ihre Chefin, Frau Asmus, die sich rein zufällig heute Morgen ins Ausland versetzt hat. Sie waren schon immer überzeugte Internationalistinnen. Was sie im Sinn hatten, war den Studierenden zu erklären, dass sie einen Auslandsaufenthalt haben können. Hätten sie deswegen das Manuskript gestohlen? Natürlich. Ohne Zweifel. Aber auch sie waren es nicht. Sie, Frau Neumeister,
waren überzeugt davon, dass in der Rede viel klarer sein sollte, dass die Gender Studies zu einem erheblichen Teil des Studiengangs und der Fakultät erklärt werden müssen. Sie hatten auch ein Motiv. Doch nein, sie können es auch nicht gewesen sein. Jemand kam ihnen zuvor. Sie, Frau Wenske, hatte nichts anderes im Sinn, als den Studierenden zu helfen. Literatur zu suchen, Bücher zu lesen, Zeitschriften einzusehen. Oh, Sie nicken so schön. Ja, Sie hätten es gerne, dass in der Begrüßung gesagt wird, dass die Studierenden sich jederzeit an die Bibliothek wenden können und dass sie sich vor der Bibliothek nicht schönen sollen. Nein, sie waren es nicht. Und Sie, Frau Mein, die Kämpferin für die Vertretung der Studierenden. Sie wollten, dass der Dekan den neuen Studierenden erzählt, wie viel Einfluss sie durch die Fachschaft und die Studienvertretung der Gremien haben können. Sie wollten die universitäre Demokratie vorstellen, doch der Dekan lachte sie aus. Er ließ sie das nicht machen. Sie wollten das Manuskript in Stücke zerreißen. Aber Sie können es auch nicht gewesen sein. Eine ziemlich unwahrscheinliche Geschichte. Ich bin sehr gespannt, wie die beiden da rauskommen wollen. Aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was sie im Studium noch hören werden. Nachdem wir aus Dembkowski nach Hause kamen und unsere Karte ausgeschlafen hatten, fanden wir ein seltsames Tape in unserem Briefkasten vor. Und wenn ich überhaupt keine Begrüßungsrede schreibe, wenn ich diese Studierenden einfach einen Film drehen lasse, am Ende sind die sowieso viel talentierter als ich. In Wahrheit weiß keine von ihnen. Sie haben die ganze Geschichte inszeniert. Das Manuskript war in Wahrheit nur ein MacGuffin. Der Dekan hat nie eine Rede geschrieben. Er dachte sich, dass er die Vielfalt der Fakultät besser demonstrieren kann, wenn er uns nach einem Manuskript suchen lässt. Es gab immer nur eine postmoderne Filmcrew und eine Film-Noir-Schauspieltruppe. Willkommen! Willkommen. Willkommen! 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 Willkommen!